Hier beginnt meine 4-monatige Reise durch Asien in Thailand. Darauf komme ich zu Laos, Vietnam, Kambodscha, Burma und wieder Thailand. Hier sehen wir Thailand, und zwar bin ich durch Thailand, durch die nördlichen Teile von Thailand, und zwar von Bangkok nach Ayutthaya, was hier liegt, circa, dann nach Sukhothai, was hier liegt. Das sind halt 2 Ruinenstädte, die zuletzt genannten, dann nach Chiang Mai, das ist die zweitgrößte Stadt nach Bangkok, hat eine halbe Million Einwohner statt 18 Millionen und ist sehr, sehr schön, mit der Stadt Moi ebenfalls. Dann bin ich nach Mae Hong Son, und von Mae Hong Son bin ich dann weiter nach Laos. Außerdem habe ich von Mae Hong Son noch die Kuomintang besucht. Das sind halt Chinesen, die 1948 aus China fliehen mussten, und die Panglong, die Langnecks. So. Und jetzt bin ich gerade in meiner Terrasse von meinem Hostel. Kopf und Krabb. Kopf und Krabb. Ah, gar. Und trinke hier eine Tasse Kaffee. Und wollte nur mal kurz meine Tour beschreiben. Meine Tour ist quasi, dass ich von Bangkok nach Ayutthaya, eine Stadt, die es über 400 Jahre gab, wo ich später darauf eingehe, also von hier nach Ayutthaya, dann nach Sukhothai, dann nach Chiang Mai gehe. Hier befinden wir uns in der Nachbarstraße von der Khao San Road. Und das sind hier eigentlich ein ganzes Viertel, wo nur Touristen sind. Und hier kann man alles bekommen, überall Party die ganze Nacht. Und wenn man sich erholen will, kann man auf jeden Fall, wenn man gerade angekommen ist, sich sehr gut erholen. Viele Bars, viele Restaurants, alles sehr billig. Man kann für 2 € hier wunderbar essen. Und ja, das ist auch sehr angenehm. Hier war ich schon öfters und ich fühle mich immer sehr wohl. Überall ist Musik, abends mindestens, Live-Bands und ja, einfach angenehm. Es ist eine sehr große Stadt mit 18 Millionen Einwohnern und wirklich eine Metropole. Hier nochmal die Skyline. Auf dem Fluss bin ich sehr viel herumgefahren. Und man kann herrlich von dem Fluss Tempelanlagen sich anschauen. Selbst chinesische Tempelanlagen wie das hier ist eine sehr klar erkennbar, dass ein chinesischer Einfluss da ist. Und ansonsten sind hier noch Hausschreine überall zu sehen, wie hier, und zwar um die Geister fernzuhalten vom Haus, werden halt Geister quasi, wird ihnen Essen gegeben und so weiter und so fort. Ja, weil die wissen, dass hier was zu fressen kriegen. Ja, ist ja auch für die Religion wichtig. Aber groß, nicht? Boah, sowas findet man bei uns ja nicht mal einen ganzen See zusammen. So, hier befinde ich mich in Ayutthaya. Das ist eine große Ruinenstadt, die mal für 400 Jahre die Hauptstadt war. Ein liegender Buddha, der ist sehr, sehr schön. Und weiterhin kann man hier sehr schöne Tempelanlagen sich anschauen, wie hier und hier und auch hier, wo ich den Elefanten den Arsch schnipse, so wie ich quasi direkt in den Arsch schnipse. Hier befinden wir uns in Ayutthaya. Das ist vielleicht 150 Kilometer von Bangkok entfernt. Das ist eine Stadt, die über 400 Jahre bestand und die Hauptstadt war.
Die wurde im 18. Jahrhundert zerstört durch die Burmesen und nie wieder aufgebaut. Hier gibt es noch sehr viele alte religiöse Anlagen, die besichtigenswert sind, was mir sehr viel Freude macht, hier herumzulaufen und mir das alles anzuschauen. Man kann sich auch hier viel über die Kunst Informationen zulegen, wie im Museum von Ayutthaya. Und muss sagen, sehr, sehr, sehr schönes hier in der Stadt. Aber es ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Die Gebäudekomplexe und die Ruinen sich anzuschauen. Man kann immer noch die Pracht der Stadt spüren. Und es gibt viele Überreste der religiösen Gebäude, die überwiegend aus Stein waren. Die Palastgebäude oder bestimmte andere Gebäude. Hier gibt es mehrere Paläste, die aus Holz waren. Die wurden zwar nachgebaut, aber es ist natürlich was anderes, als wirklich das zu sehen. Ah. Es ist einfach faszinierend, hier herumzufahren. Und ich gucke mir noch mehrere andere große Städte der damaligen Zeit an und werde dann wahrscheinlich alles mal zusammenschneiden und dann einen großen Zusammenhang schaffen zwischen den unterschiedlichen Städten wie Angkor, Sukhothai, Ayutthaya und verschiedene andere Städte. Sehr beeindruckend sind die 3 Türme hier. Die sind so groß. Die sind im 14. Jahrhundert gebaut worden. Wir haben circa den 14. Januar und ich schwitze die ganze Zeit. Leider muss man sich hier ein Hemd anziehen. Hier können wir einen Buddha-Kopf sehen, der eingewachsen ist von einem Baum. Und das muss bestimmt Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte gedauert haben. Wir sind hier im Königlichen Palast in Ayutthaya, wie ich das schon mehrere Male jetzt beschrieben habe. Und das ist eine schöne Anlage. Und ich bin einfach nur bezaubernd und beeindruckt. Hier die Karte von Sukhothai. Das ist das Großreich gewesen, was es vor Angkor, vor Ayutthaya gab. Vom 13. bis zum 14. 15. Jahrhundert. Ram Kamkheng war der Gründer der Stadt, der die Vernakulation eingeführt hat. Und er ist quasi der Gründer von Thailand. Hier ein Bild von Ram Kamkheng. Und hier ein Stein der Vernakulation, der sehr wichtig ist für die Verschriftlichung der Sprache. Hier befinden wir uns in Sukhothai. Das ist eine alte Stadt, die vor 800 Jahren gab. Das war das erste Reich, was man quasi in den Grundstein von Thailand sehen kann. Und wenn wir jetzt diese Ruinen anschauen, dass diese Stadt nur 200 Jahre gab. Und ja, dann übernommen wurde von Ayutthaya, die Stadt, die ich schon besucht habe. Und, ja. Und hier fand auch die Vernakulation statt von Rama Kamkheng, der quasi die Sprache verschriftlicht hat. Und dafür gibt es auch einen sehr interessanten Stein, den ich mir noch anschauen muss. Ich weiß nicht genau, wo der ist, ich glaube in Vietnam. Und zwar sind die ersten Inschriften von der heutigen Thai-Sprache oder der Ursprache so. Und es ist ein sehr schönes Gebiet hier. Im Hintergrund sehen wir jetzt Berge. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Bin gerade angekommen. Werde hier nicht bleiben über Nacht und werde dann weiter. Das Reich wurde von der Ayutthaya, von dem Land, von der Stadt, welche ich vorher besucht habe, verschluckt quasi, aufgenommen. Hier ist die Nachstellung im Museum in Sukhothai, wie es aussah. Diese viereckigen Kanäle sind quasi Schutzwälle und Wasserspeicher auch. Das haben wir mehrere hier vorne, sowie auch da hinten. Außerdem können wir hier sehr gut
große Quadrat. Überreste ist immer noch vorhanden. Ja. Das war die Stadtmauer. Umgeben auch noch von einem Kanal. So 1,2 mal 1,5 Kilometer. Circa. Vorne ist eine Tempelanlage. Auch mit Wassergraben davon. Es sind überwiegend die Tempelanlagen von der damaligen Zeit erhalten. Weil die Holzgebäude ja nicht so lange bestehen bleiben. Es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend, welche Ausmaße es zur damaligen Zeit gab. Wie schön es ist. Hier sehen wir von der Stadtmauer einen Kanal. Es gab 2 Kanäle und 3 Mauern. Links davon sieht man noch Überreste von der Mauer und rechts. Und dahinter befindet sich das gleiche nochmal. Hier können wir quasi auch das Tor sehen. Und da sieht man es auch noch, sind die Überreste zu sehen. Das war der Grundstein für das heutige Thailand. Bedingt aus dem schwächer werdenden Khmerreich und verschiedene andere Impulse hat er durch Heiratsallianzen, strategische Kriege hier ein ziemlich mächtiges Reich in nördlichen Teil von Thailand sowie auch im heutigen Thailand quasi, wenn man die Grenzen sieht, geschaffen. Und das ist eine sehr interessante Stadt, da nicht nur buddhistische Gebäudekomplexe, sondern auch Gebäudekomplexe sind, die hinduistische Natur sind, die Shiva-Figuren und so weiter. Das war ja in Südostasien durch die Indisierung erst nach Christus nicht nur der Buddhismus, sondern der Hinduismus auch hierher gekommen. Und dieser Hinduismus wurde dann verdrängt und der Buddhismus konnte sich etablieren. Und der Hinduismus ist ja nun überwiegend hier noch vorherrschend, bis auf kleine Regionen, wo der Hinduismus ist. Hier sind sehr viele alte Reliquien von der damaligen Zeit. Die Stupa-Anlagen, Tempel, Stadtmauern, Stadttore. Und ich gehe auch gleich ins Museum und gucke mir den ganzen Reliquien an, die wir gefunden haben. Diese Prasad-Anlage, das ist halt eine Anlage, wo man essen konnte zur damaligen Zeit. Und das ist eine ziemlich große Anlage. Die Überreste zeigen auf jeden Fall noch, oder man kann sich fast mit wenig sogar vorstellen, wie groß und wie beeindruckend diese Anlage gewesen sein muss. Das ist nur ein Gebäudekomplex von 4. Hier gibt es ca. 100 Gebäudekomplexe. Die Stadtmauer ist 1,3 mal 1,5 Kilometer und man kann immer noch Stücke davon sehen. Es gibt Paläste oder Überreste von Paläste und einfach nur sehr schön. Und auch die Szenerie, wo es gelegen ist, ist viel Wasser, viel Grün und im Hintergrund, wie wir sehen können, sind Berge. Es ist super schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Hier sehen wir, jetzt bin ich in Chiang Mai. Er hat eine halbe Million Einwohner, das ist die zweitgrößte Stadt Thailands, liegt im Norden. Es sind sehr schöne Tempelanlagen dort, die durchaus von den Nachbarländern sehr geprägt sind. Hier ist zum Beispiel eine sehr schöne Tempelanlage, getragen wird die Stupa hier im Vordergrund von Elefanten, was sehr wichtig ist. Hier auf dem Bazar in Chiang Mai. Weiterhin habe ich hier Briefe geschrieben an Frau Merkel und diversen anderen Leuten wegen diesem versuchten Mord. Und zwar hier hat im 15. Jahrhundert ein buddhistisches Konzil stattgefunden, von dem es nicht so viel gab. Es ist ein sehr schöner Ort, ich war da mehrere Tage.
Jetzt ist es die Bibliothek, wo ich bin. Sehr schön. Hier habe ich die Briefe weitergeschrieben. Und ansonsten kann man sich hier noch solche sehr schönen Tempelanlagen anschauen. Einfach nur ein Traum. Hier befinde ich mich in Chiang Mai. Das ist die alte Stadt von Lanai. Und was wir vor uns sehen, hinter den Leuten, ist der alte Stadtkanal. Das ist 4 mal 4, 1,5 mal 1,5 Kilometer gewesen. Das war die alte Stadtmauer außerdem. Außerdem befand sich hier auch die Stadtmauer genau daneben, so wie oft wir diese Sachen waren. Erst Stadtmauer und dann Wasserkanal. Diese Stadtmauer wurde vor so 1230 gebaut. Und es war quasi ein Parallelstaat oder ein nebeneinander lebender Staat mit Sukhothai. Das ist sehr beeindruckend. Hier gibt es viele Museen. Ich war 4 Museen, habe mir alle angeschaut. Leider habe ich relativ wenig über indische Kunst oder südostasiatische Kunst gesehen. Und hier sehen wir die Mauer nochmal. Dahinter sehen wir leider ein Hotel. Das ist unbedingt gebaut. Und hier sehen wir das Kappa Gate. Das ist eines der 4 Stadttore, die es gab. Und wie immer ist es natürlich achsensymmetrisch angelegt. Das war genau in der Mitte von dieser Mauer. Und hier ist ein Platz, wo relativ viele Künstler immer sind. Musik gemacht wird tagsüber, aber es ist jetzt so ein bisschen spät, es ist 11. Und dort einfach noch eine Straße, die jetzt zum Night Bazaar führt. Die Stadt ist einfach ideal für alles. Man kann hier relativ viel machen, trinken, spazieren gehen oder sich zurückziehen. Das ist einfach total angenehm. Das ist auch ein Ausgangspunkt für viele Touren an die burmesische Grenze oder nach Laos oder verschiedene anderen Städten oder in die Berge. Also es ist einfach sehr schön. Es ist die zweitgrößte Stadt in Thailand, hat zwischen 300.000 und 600.000 Einwohner und ja, wie hat die niemand zählt nicht. Und ich habe mal Lanai gelernt, das ist halt ähnlich wie Burmesisch vom Äußeren. Die Schriftzeichen sind sehr ründlich, aber wenn man es jetzt vergleicht mit Thai, was ja etwas eckig ist, gibt es da eindeutig Parallelen. Ich musste mal das vergleichen, Thai mit Nordthai oder mit Lanai, und da kann man auf jeden Fall klare Parallele sehen. Es gibt ja bei beiden Sprachen 50 Konsonanten, 50 Vokale, und ja, es gibt dann ein paar weniger Vokale und ein paar weniger Konsonanten. Und, und da sind zwei Mädchen, die haben sich gerade gefreut, dass ich das hier aufnehme, und haben gewunken. Natürlich immer hübsch. Gucken wir uns die doch nochmal genauer von vorne an. Ja, lecker. Ja, man ist natürlich alleine und sowas spricht man natürlich immer an. Es gibt hier einen Haufen schöner Mädchen, und ja, das ist schon erstmal auf jeden Fall nicht das Schlechteste, das zu genießen. Und wenn wir jetzt hier weiterlaufen auf die Straße, hier unter anderem vor uns ein Tuk-Tuk mit diesem komischen Licht. Die kann man sich nehmen für relativ wenig Geld. Und ja, den Euro kann man schon eine halbe Stunde rumfahren oder so. Und das ist halt eine Straße, die es hier gibt. Ist noch ein bisschen schwierig hier rüber zu kommen. Ich versuche das jetzt mal. Ist auch ein bisschen Abenteuer immer. Und ja, geschafft. Es ist auf jeden Fall ein Schwellenland. Die Straßen sind zwar schon relativ gut ausgebaut, aber für Fahrradfahrer ist noch relativ wenig da. Und was hier sehr interessant ist, sind die ganzen Tempelanlagen. Es gibt hier relativ viele Tempel, so vielleicht bei uns Kirchen und Klöster. Und ja, die sind einfach faszinierend. Man kann da ganz klar einen burmesischen Einfluss sehen, sowie auch den chinesischen Einfluss. Und zu der Zeit gab es auch noch den Hinduismus.
Ich habe jetzt relativ wenig vom Hinduismus. Ah, doch, das stimmt ja nicht. Ich habe hier auch schon hinduistische Figuren im Buddhismus gesehen, wie Ganesha oder Lakshmi und verschiedene andere Elemente. Das ist sehr interessant und muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Und hier sehen wir, ja, immer das. Und am Sonntag ist hier mal Night Bazaar oder Sonntagsbazar und da tümmelt sich das auf der Straße. Es ist faszinierend. Und ja, einfach sehr schön. Und hier sind wir Song Tao. Song Tao sind so kleine Möglichkeiten, mit dem mitzufahren, für wenig Geld, um von A nach B zu kommen in der Stadt. Und hier wieder eins. Und da ein Tuk-Tuk. Und die sind natürlich super. Also ich kann einfach nur empfehlen, wenn man nach Asien kommt, sich hier einfach mal nach Thailand zu fliegen, wenn man ein bisschen Angst hat. Was halt sehr witzig ist, hier sind überall so kleine Wege und ja, die führen hier rein, man kann da reingehen und in diesen Gassen gibt es halt kleine Stände und dann manchmal läuft auch ein Mönch vorbei und Bettelmönch und fragen dann nach Geld und so, also sehr schön. Hier zur Rechten sehen wir mal wieder auch eine Tempelanlage, leider ist sie jetzt geschlossen, man müsste jetzt zum Night Bazaar gehen, aber das ist mir zu weit. Was jetzt sehr auffällig ist, sie sind voll mit Gold, mit Blattgold belegt, haben oft ein rotes Dach oder haben dann auch relativ viele Farben, so rot und ja, blau ist weniger, auf jeden Fall sehr interessant. Hier. Und ja, schade. Und ich kann einfach nur sagen, das ist alles sehr interessant. Witzigerweise sieht man hier noch alte VW-Käfer und eine Hippie-Käfer, erinnert mich gleich an die RAF. Ja, ich bin schon ein Anhänger der RAF so. Die haben es halt schon irgendwie richtig gemacht und wollten halt irgendwie zu der damaligen Zeit die Stadt verändern. Und es ging eigentlich letztendlich wirklich nur so mit dieser Art und Weise. Hier sind immer herrliche Sachen, die man essen kann. Und ja, Leckereien. Aber ja, ich bin ja nicht so befriedigt. Und hier nochmal die ganze Anlage. Leider können wir jetzt da nicht rein, aber wir können es ja hier nochmal uns die Tempelanlage, das ist so bezaubernd, dass da alles drin ist. So. Also, und hier sehen wir diese kleinen Wege, die kann man langschlendern und ich verlaufe mich jedes Mal, dann kann man sagen, was man will. Ja, vor 25 Jahren war ich hier, habe mich hier verlaufen und verlaufe mich immer noch, jetzt bin ich etwa eine Woche hier. Es ist so ein Wirrwarr in diesen 1,5 mal 1,5 Kilometer innerhalb der alten Stadtmauer. Ja, aber interessant. Und hier sind die kleinen Mopeds, überall gibt es diese kleinen Mopeds, die wüst herumfahren. Und das System ist hier einfach freundlich miteinander umgehen und im Straßenverkehr, obwohl echt viele Leute hier unterwegs sind. Hier zur Linken sehen wir nochmal Kloster, sehr schön. Und ja. Und ansonsten habe ich natürlich heute relativ viele Briefe geschrieben an Frau Merkel, an Gauck, an den Chef von Sat.1 und habe ja mitgeteilt, was da passiert war in Newtopia und dass da auch krass gedeckt wird. Und mag ja sein, dass sich da alle darüber aufregen, dass ich nicht da wäre, aber ich bin ja auch das Opfer. Hier befinde ich mich in Chiang Mai, im Wat Mokmole Tempel aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Damals war das
das Reich Salarreich hier vorherrschend. Wie gesagt, ganz klare Einflüsse von China, sowie den benachbarten Burma oder den Paganreich damals zu sehen, in der Architektur und auch in der Religionsausübung. Sowie auch zu den Khmer. Das Khmerreich war ja damals sehr, zwar abschwächend, schon am Ende, aber ich meine, es war ein 600-jähriges Großreich. Die Kunst sieht man schon hier. Auch, und der Buddhismus auch etwas hier zu finden. Was ich sehr interessant finde, was ich noch nie gesehen habe, also der Buddhismus aus dem Khmerreich. So, und hier sehen wir eine Figur oder was immer das ist, das hängt an einem Seil und da kann man Wasser reinmachen unten in diesem Bambusstück. Buddhistischer Einfluss aus Burma, aus China sowie aus Kambodscha zu erkennen, oder besser gesagt, das Salarreich hat natürlich durchaus Verbindungen gehabt zu den Khmer oder zu den Angkor-Reich, und hier sehen wir einfach, was ich sehr interessant finde. Und dann kann man das nach oben ziehen. Und da oben sehen wir Buddha. Und der macht dann irgendwas, keine Ahnung, was ist mir jetzt hier das unvertraut. Der segnet höchstwahrscheinlich das Wasser, würde ich einfach mal vermuten. Auf jeden Fall ist es sehr viel Synkretismus hier zu erkennen in dem Buddhismus, und das finde ich sehr beeindruckend. Hier sind wir den Bodhibaum, Ficus religiosa, und also hier sind auf jeden Fall viele Einflüsse zu erkennen. Interessant. Hier befinde ich mich in Myeongseong, an der burmesischen Grenze, und hier kann man sehen, wie ich angekommen bin. Es war nachts, ich musste dann quasi erstmal auf dem Bahnhof lang. An diesem Ort war ich vor 25 Jahren, mit 21 Jahren, konnte damals kein Englisch, keine Fremdsprache. Mittlerweile kann ich 9 Fremdsprachen, habe viele Reisen gemacht. Ich habe einfach mal mit 21 probiert, ob das geht, und es ging sehr gut. Hier an dem See, kleiner See, kann man Hmong sehen und unterschiedliche Ethnien. Und die Hmong mussten mit den Amerikanern zusammenkämpfen, und es war, ja, die wurden uns gezwungen. Hier nochmal Nordteil, Zentralteil im Vergleich. Ja, muss ich mal transkribieren, und sehr interessant, gibt es viele Parallelen, obwohl es sehr unterschiedlich aussieht. Ranakulation, wie ich vorhin schon mal erwähnt, sollte jedem Begriff sein. Mit so einem Motorrad bin ich früher und heute auch rumgefahren, und zwar kann man viel in der Gegend mit dem Motorrad und so besuchen. Der Ort von oben, sehr schön, mit dem Teich in der Mitte und von dieser Tempelanlage, die wir rechts sehen, wird jeden Abend Ballons steigen gelassen, und hier nochmal abends ein Ritual, so auf fließendem Wasser eine Kerze rauszustellen und dann treiben zu lassen. Hier befinde ich mich dann bei den Panglong. Das sind diese Langnecks, wie wir hier sehen können, als ich auf dem Weg nach den Guamintang bin. Und zwar das sind oft Flüchtlinge aus Burma, die seit 30 Jahren, 20, 30 Jahren in Thailand leben. Hey, da bin ich mal wieder. Ich bin hier gerade in Myeongseong, unweit der burmesischen Grenze.
abgeschlossen. Achtung! Universal Driver Updater hat veraltete Treiber gefunden, die umgehend auf den neuesten Stand gebracht werden müssen. Klicken Sie auf Alle updaten, um die neuesten Treiber zu installieren. Hier befinden wir uns an der burmesischen Grenze und an der chinesischen Grenze und hier sind relativ viele Kurven im Tau. Die sind geflohen, als sie im Widerstand mit der Volksarmee, der Roten Volksarmee standen, und die haben sich hier niedergelassen und es ist nur chinesischer Einfluss, kann man ganz klar sehen. Chinesische Schriftzeichen, chinesische Religion, Chinesen. Und sie haben sich hier wirklich einen kleinen, schönen Fleck geschaffen, wie man auch sehen kann. Und diese Spiegelung hier im Wasser ist einfach traumhaft gerade. Und ich kann einfach nur sagen, dass es sehr, sehr schön ist. Und hier sehen wir auch noch kleine Läden direkt am Wasser. Und das ist eigentlich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Die Kurven und Tau werde ich nochmal in meinem späteren Film nochmal genauer darauf eingehen und ganz lange Version dazu zeigen. Es hat 2,5 Stunden gedauert, mit dem Motorrad hierher zu kommen. Ich bin völlig durchfroren, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schön hier zu sein. Hier bin ich immer noch im Myeongsong. Gehe nochmal einmal schön Bahn und fahre dann zur Grenze nach Laos, wo der nächste Film weiter kommt. Und zwar mache ich dort eine Tour auf dem Mekong, worauf ich aber noch eingehen werde. Eine Reise von Sandy durch Thailand, Laos, Kambodscha,